herzlich willkommen zu einem weiteren Update hier aus der Brickworld. Nachdem wir im letzten Mal an den Schienen weitergearbeitet haben, gehen wir heute dorthin zurück, wo wir im vorletzten Update gearbeitet haben, an einer Sache, die bei euch sehr umstritten war. Und zwar geht es darum, man sieht es ein bisschen da hinten, vor dem Eingangsportal des Bahnhofs hatte ich angefangen, eine weitere Straßenbahnstrecke nach hinten zu verlegen. Es war sehr stark umstritten. Einige fanden es gut, sehr viele fanden es nicht so gut, weil es eben eine sehr große Unfallstelle ist. Und da wird es auf jeden Fall heute weitergehen, allgemein in dem Bereich dort hinten, was den neuen Marktplatz angeht, denn der Busbahnhof zieht ja um in eine andere Richtung. Und praktischerweise ist auch meine neue Bestellung gekommen, und zwar habe ich das und das. Und das sind tatsächlich 1600 von diesen Headlight Bricks, mit denen ich ja das Kopfsteinpflaster mache. Die waren tatsächlich ein Schnäppchen. Es sind ja original Lego-Steine. Die waren ungefähr die Hälfte reduziert tatsächlich. Trotzdem immer noch natürlich in der Menge teuer, auch wenn man das Gefühl hat, dass das nicht ungefähr 800 Steine sind. Aber wir werden damit auch sicherlich nicht den ganzen Platz füllen können. Aber wir werden damit ein ganzes Stück vorankommen. Ich weiß noch nicht, ob wir das heute alles verbauen. Es ist nämlich eine Arbeit, die anstrengend ist. Ich habe auch 800 einmal einer Plates in Dark Bluish Grey wie auch nochmal 800 in Light Bluish Grey gekauft, um damit mit den Kopfsteinpflaster weiterarbeiten zu können. Ich hatte davon nämlich so gut wie gar keine mehr da. Aber wir werden auf jeden Fall heute im Bereich des Marktplatzes auch am Kopfsteinpflaster arbeiten mit der Straßenbahn. Ich werde darauf dann nochmal eingehen, auf die ganzen Aspekte und auch was ändern. Und ich bin auch noch nicht ganz hundertprozentig sicher, was ich genau machen werde. Aber ich habe alles gelesen, ich habe es im letzten Video schon angesprochen. Die meisten haben ihre Kritik sehr konstruktiv herbeigebracht. Finde ich immer gut, denn wie gesagt, das ganze Projekt wächst auf euren Ideen, auf eure Kritik und manche Sachen fallen mir auch gar nicht auf. Manche haben sich auch ein bisschen im Ton vergriffen, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Ich nenne keine Namen, das mache ich nicht. Aber ich fände es schön, wenn in Zukunft die Kritik weiterhin so bleibt, wie sie ist. Es ist ja kein Problem, wenn ihr sagt, dass ihr irgendwas schlecht findet. Aber bitte den Ton im Guten behalten. Ansonsten würde ich sagen, jetzt kommt gleich die Werbung. Und dann bauen wir hier weiter in der Brickworld 2.0. Bis gleich. Wie ihr sehen könnt, hier ist Baustelle, Großbaustelle. Und ihr seht, dass sich da hinten ein bisschen was getan hat. Schauen wir uns gleich an. Ihr seht auch, dass hier einiges an Steinen rumliegt. Hier sind jetzt auch die, ich gehe mal hier hoch, hier sind jetzt auch die jeweils 800 einmal einer Plates einsortiert. Also es ist einiges an Material da. Da sind die Headlight Bricks, da sind noch mehr da. Und dann gehe ich jetzt mal hier hoch, solange es noch geht. Und dann reißt gerade irgendwas ab, ihr habt es gehört. Dann sehen wir heute auch die Socken des Tages. Heute Deadpool-Socken. Aber darum geht es gar nicht. Wir schauen uns jetzt das hier an. Und ich bin jetzt auf einige Ideen eingegangen, die von euch kamen. Erstens, die Straßenbahnstrecke wollte ich trotzdem hier haben. Fand ich eine nette Idee. Ich will auch einfach, dass da hinten auch noch ein bisschen was nach hinten geht. Deshalb kam jetzt folgende Idee. Ich habe den Bogen hier etwas geändert, so dass wir jetzt hier, ungefähr, ich glaube, 8 Noppen weiter drüben rauskommen. Dadurch ist die Entfernung zum Eingangsportal groß genug, so dass die Leute hier nicht einfach in die Straßenbahn rennen. Das Ganze funktioniert in der Hinsicht, da ich diesen Teil hier nochmal neu bauen muss, weil wir ja den Weg hier zum Beispiel gar nicht brauchen. Das war hier mal eigentlich die Mauer vom Bahnhofsgebäude, so wie hier an der Seite. Das wird alles geändert. Die Idee ist dann, dass die Straßenbahn hier weitergeht und dann in ihrem eigenen grünen Bereich hier entlang an der Stadtmauer vorbeifährt. Finde ich, könnte optisch ganz hübsch aussehen. Und hier hinten geht dann weiterhin noch das Kopfsteinpflaster weiter. Dann können nämlich auch Autos zum Beispiel nach da hinten fahren, falls da hinten mal irgendwas ist, was weiß ich, Feuerwehr, Polizei etc. Schauen wir einfach mal. Damit lösen sich mehrere Probleme. Zudem bin ich auf andere Sachen von euch eingegangen. Und zwar habe ich den Übergang geändert. Ich habe hier das Kopfsteinpflaster direkt am Übergang rausgenommen und das soll so, ich glaube, Verbundsteinspflaster sein, kennt man. Ist halt jetzt ein bisschen schwierig mit Lego-Steinen zu machen, weil ja durch dieses Verzahnen hier natürlich nicht möglich ist, aber ich glaube, das sieht man ganz gut. Ich habe zusätzlich den Übergang hier mit so Warnstreifen versehen, auch damit die Leute was sehen. Hier drüben ist die Absperrung ja durch die Beete, die sind geblieben, die waren ja beliebt. Und hier habe ich jetzt einfach noch angefangen, hier so kleine Pinöppel hier reinzumachen, so Poller, damit einfach die Leute hier nicht auf das Gleis direkt rennen. Man kann immer noch durch, aber man merkt, dass hier kein Durchgang sein sollte. Zudem habe ich jetzt hier noch
so flache Elemente eingelassen. Gibt es auf größeren Plätzen, habe ich mir nie wirklich Gedanken gemacht, warum die da teilweise sind, bis ich gelernt habe, dass das zum Beispiel ist für Leute mit Gehbehinderung oder dergleichen, damit die eben nicht das Kopfsteinpflaster benutzen müssen. Das habe ich jetzt auch hier eingelassen. Das werden wir auf dem ganzen Weg, auf dem ganzen Platz auch mit noch einem Kreuzmuster einlassen. Gibt noch ein bisschen mehr Struktur in das Ganze und es wirkt nochmal realistischer. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung. Wie gesagt, die Straßenbahn teilt sich hier jetzt auf. Finde ich persönlich eigentlich ganz nett, weil es gibt ja tatsächlich auch Straßenbahnen, die nur auf einer Spur sind. Das heißt, wir werden dann hier drüben die eine Spur wieder rausnehmen. Ist nicht so eine große Sache, ist nicht schlimm. Und dann nur die eine hier rüberführen. Das hier werden wir auch noch ein bisschen umbauen demnächst. Aber ich glaube, das da hier vereint meinen Wunsch, hier eine Straßenbahnstrecke nach hinten führen zu können. Mit einer tatsächlich dann noch viel hübscheren Optik, glaube ich, hier ein bisschen durch das Grün hindurch. Und ich habe alle Kritikpunkte an Sicherheitskonzept übernommen, hoffe ich, und das Ganze so gelöst, dass es deutlich besser aussieht. Mir gefällt es auf jeden Fall so auch gut. Wir haben jetzt minimal ein bisschen Platz verloren hier rüber, aber ich glaube, dass der ganze Marktplatz trotzdem noch genug Platz haben wird, wenn wir darum aufbauen. Und ich baue jetzt hier weiter und dann schauen wir uns einfach mal an, was wir heute hier noch so schaffen. So, damit wäre ich mit diesem Teil des Moduls erstmal fertig. Ich habe jetzt ein paar Minifiguren wieder hingestellt. Die restlichen kommen bald noch dazu. Aber ich bin auf jeden Fall schon zufrieden mit dem, was es ist. Es sieht auf jeden Fall so gut aus, dass ich mir immer noch überzeugt bin, dass ich die Straßenbahn hier drin lassen kann. Ich habe, wie gesagt, eure Ideen übernommen. Ist auch daher besser, wie gesagt, dass es bei Strukturen reinbringt. Und ich würde sagen, ich baue jetzt hier eine 48er Platte hin. Dann bauen wir mal ein bisschen mehr in diese Richtung und schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. In die Richtung werde ich in einem der nächsten Updates weiterbauen. Das möchte ich heute noch nicht machen. Aber ich glaube, das da ist eine ganz gute Entwicklung. Was mir gerade auffällt ist... Nein, das Licht ist noch an. Ich dachte, das Licht wäre ausgegangen. Nein, das Licht ist noch an. Das hatte nämlich gerade Angst, ich hätte irgendwo die Kabel abgeknickt. Das wäre nicht ganz schön doof gewesen, weil die liegen ja hier unten drunter und gehen dann hier unten durch den Tisch nach unten. Aber das gefällt mir auf jeden Fall. Es ist momentan noch ein bisschen grau, ist halt eine Kopfsteinpflaster-Geschichte, aber wenn jetzt hier noch mehr Figuren reinkommen, das Leben, dann noch weitere Beete mit vielleicht auch Bäumen hier auf dem Platz, dann glaube ich, wird das Ganze noch hübscher. Aber Kopfsteinpflaster und dergleichen, Städte und Wege und Plätze sind halt einfach mal ziemlich grau. Aber wie gesagt, ich rede zu viel, glaube ich, heute in dieser Episode. Ich baue jetzt einfach weiter und wir sehen uns dann im nächsten Take. Hier seht ihr das Endergebnis und wie ihr sehen könnt, ist einiges dazugekommen und das Licht ist wieder an. Ich habe jetzt hier erstmal ganz grob vorgeplant, wie der ganze Platz sein soll, also wie dieses Muster sein soll mit diesen Teils, damit eben nicht alle übers Kopfsteinpflaster müssen. Das wird ungefähr der Plan sein. Dann habe ich hier den Bereich vollständig gepflastert. Das muss ich sagen, das sind einige 100 Steine, die hier drin stecken. Und dann habe ich hier noch, wie ihr sehen könnt, diesen Wagen. Das ist auch ein Wagen, der eben Gemüse verkauft. Wir wollen hier so einen kleinen Marktplatz haben. Dachte ich, passt da ganz gut hin. Ist ein offizielles Set. Habe ich nur noch beleuchtet. Ansonsten so aufgebaut, wie es eigentlich gehört. Nur ein bisschen verschönert außenrum. Und lustigerweise ist das hier von der gleichen Firma, sage ich jetzt mal, wie dieses Set, aus dem wir unseren Supermarkt mit einem neuen Gebäude bauen. Also es passt auch da in der Hinsicht ganz nett zusammen. Ansonsten, Beleuchtung ist hier gerade einfach nur testweise über den Tisch verlegt. Der Baum steht da auch einfach nur mal zum Testen. Ansonsten ist alles noch nicht eingebaut und ich bin aber sehr zufrieden damit auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch ein paar neue Figuren dazugestellt. Ich glaube 6 neue, wird gleich wieder eingeblendet. Und ansonsten, ich habe auch euer Thema aufgenommen, dass ihr findet, dass zu wenig Radfahrer hier in der Stadt sind. Deshalb hatten wir ja letztes Mal auch schon hier den Fahrradstand hingestellt. Jetzt sind hier auch noch 2 Leute, die ihr Fahrrad über den Platz hier schieben. Der Herr mit seinem Popcorn ist ein bisschen rübergewandert, steht da jetzt besser meiner Meinung nach. Und ja, Vögel sind dazugekommen, ein paar neue Minifiguren. Die Dame hier, der schmeckt irgendwas nicht. Und die Straßenbahn steht da jetzt und man sieht jetzt auch eindeutig, dass es einfach jetzt viel mehr Platz ist. Also wenn man jetzt hier runterkommt, sieht man, dass man hier die Straßenbahn ist. Es ist auch hier eben dafür sorgt, dass man da nicht einfach rüber rennt. Und das hier ist, glaube ich, jetzt ganz gut markiert. Und man kann dann jetzt da hinten weiterbauen. Damit sollten sowohl mein Wunsch, da nach hinten zu bauen, als eure Ideen, die ja berechtigt waren, zum Thema Realismus, dass es so gefährlich hier ist, glaube ich, zusammenpassen. Und ansonsten würde ich sagen, das ist doch ein gutes Ergebnis für heute. Ich habe wirklich sehr viel Arbeit hier reingesteckt und ich hoffe, es gefällt euch. Und jetzt seht ihr auch schon ein bisschen, wohin das Ganze gehen wird mit dem Marktplatz. Ich glaube, hier Kontrast, großes Gebäude mit dem Marktplatz davor. Da kommen ja dann noch irgendwelche Zelte, Buden, was auch immer dazu. Ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr gut laufen wird und, glaube ich, hier das Ganze besser machen wird als der Bahnhof, also der Busbahnhof, der hier hin sollte. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne einen Daumen nach oben, Kommentare wie immer. Und ansonsten würde ich auch mich über jedes Abo freuen. Wir nähern uns auch schon 8.100 inzwischen. Ich bin gespannt, wann wir die große 10.000 knacken. Ich muss langsam mal überlegen, was ich da eigentlich machen möchte. Wird wahrscheinlich noch ein paar Monate dauern. Aber ich überlege es mir dann mal demnächst. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen.
Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und wir sehen uns das nächste Mal hier in der Brickworld und ich sage Tschüss.